Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein einfaches Honig-Lebkuchenteigrezept für euch, das ein echter Allrounder ist. Ob super dünne, knusprige Plätzchen, weiche Plätzchen mit Holz-Spekulatiusformen oder sogar Muster mit einem Ausrollstab, all das geht mit diesem Teig. Der Teig wird in der Pfanne zubereitet, schnell, unkompliziert und richtig aromatisch. Die Lebkuchen schmecken schon ohne Glasur fantastisch, aber wenn ihr Lust auf Deko habt, zeige ich euch noch eine einfache 2-Zutaten-Glasur, mit der ihr feine Spritzdeko machen oder die Plätzchen leicht bepinseln könnt. Also los geht's! Für die Honiglebkuchen brauchst du 170 Gramm braunen Zucker, 150 Gramm Butter, 500 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backnatron, 2 Esslöffel Lebkuchengewürz, 1 Teelöffel Vanille, eine Bio-Orange, eine Bio-Zitrone und 150 Milliliter Honig. Der Teig wird in einer großen Pfanne zubereitet. Gib Zucker, Lebkuchengewürz, Vanille und Honig in die Pfanne. Dann kommt noch der Zitronen- und Orangenabrieb dazu. Beim Reiben darauf achten, dass du nur das gelbe oder orange Schale dazu gibst, weil das weiße etwas bitter sein kann. Danach die Zitrone und Orange kurz auf dem Schneidebrett rollen, um das Entsaften zu erleichtern. Dann halbieren und entsaften. Den Saft durch ein Sieb geben und 50 ml Orangensaft und 25 ml Zitronensaft abmessen. Zum Schluss auch den Saft in die Pfanne geben. Die Pfanne auf den Herd stellen und bei mittlerer Hitze langsam erhitzen. Es soll nicht kochen, sondern nur langsam erhitzt werden, bis der Zucker vollständig geschmolzen ist. Das kannst du einfach testen, indem du mit dem Holzlöffel kurz rührst und ihn danach hochhebst. Wenn du auf dem Löffel keine Zuckerkörner mehr siehst, ist der Zucker geschmolzen. Dann den Herd ausschalten und die Butter dazugeben und schmelzen lassen. Wenn die Butter nicht vollständig schmilzt, kannst du den Herd nochmal auf niedriger Stufe anmachen, um die Butter schmelzen zu lassen. Nachdem die Butter geschmolzen ist, nimmst du die Pfanne vom Herd und gibst direkt das Backnatron beim kräftigen Rühren dazu. Dabei wirst du merken, wie die Masse sich aufschäumt. Das Aufschäumen entsteht, weil das Backnatron mit der heißen und leicht sauren Mischung reagiert. Durch diese chemische Reaktion entstehen kleine Gasbläschen, die die Masse auflockern und später dafür sorgen, dass die Lebkuchen eine schöne, leichte Struktur bekommen. Und jetzt zum Schluss geben wir noch das Mehl dazu. Ich mag es, das Mehl nach und nach durch ein Sieb dazugeben und immer nach einem kleinen Teil Mehl kurz umzurühren. Ich finde, so ist es einfacher, das ganze Mehl gleichmäßig in den Teig einzuarbeiten. Ich habe den Teig in der Pfanne mit dem Löffel gemischt, aber wenn es für dich schwierig ist, kannst du den Teig auch auf der Arbeitsplatte mit den Händen glatt kneten. Den fertigen Teig in 2 Teile verteilen und in Frischhaltefolie einwickeln. Ich mag es, sie dabei flach zu drücken, weil es das Ausrollen erleichtert. Zum Schluss gut einwickeln und über Nacht kalt stellen. Am nächsten Tag kannst du die Plätzchen backen. Zum Ausrollen die Arbeitsfläche gut mit Mehl bestäuben und immer nach und nach mit Mehl bestäuben, wenn der Teig anfängt zu kleben. Für richtig knusprige Lebkuchen den Teig schön dünn ausrollen. Zum Schluss die Lebkuchen auf ein Backblech legen und am besten noch mindestens 30 Minuten kalt stellen. So behalten die Lebkuchen ihre Form auch nach dem Backen.
Wenn du weiche Lebkuchen mit solchen Holzspekulatiusformen machen möchtest, dann erst die Form richtig gut bemehlen. Also wirklich richtig großzügig, sonst bleibt es kleben. Das überschüssige Mehl kann man nach dem Backen mit einem Pinsel entfernen, also keine Sorge. Dann nimmst du ein Stück Teig und drückst ihn in die Form, so dass sie gut befüllt ist. Danach mit einem scharfen Messer den abstehenden Teig vorsichtig abschneiden. Hier wirklich vorsichtig, weil das Messer leicht abrutschen kann und man sich schnell schneiden kann. Woher ich das weiß, darüber sprechen wir besser nicht, aber es gibt einen Hinweis. Das Lebkuchen dann aus der Form klopfen. Wenn es gar nicht geht, vorsichtig mit den Fingern oder dem Messer nachhelfen. Das kann passieren, wenn man die Form mit zu wenig Mehl bestäubt hat. Diese Plätzchen auch am besten mindestens 30 Minuten kalt stellen. Wenn du deine Lebkuchen mit so einem gemusterten Ausrollstab dekorieren möchtest, den Teig erst dünn ausrollen und dann mit dem gemusterten Ausrollstab nochmal ausrollen. Dabei solltest du ganz fest draufdrücken, so dass das Muster tief in den Teig geprägt wird. Ansonsten wird es nach dem Backen kaum sichtbar. Ich habe hier ein paar Stellen, wo ich nicht fest genug gedrückt habe und ich habe mich entschieden, daraus keine Plätzchen auszustechen, sondern den Teig nochmal auszurollen und darauf zu achten, dass ich das Muster fester in den Teig präge. Wie auch die anderen solltest du diese Lebkuchen mindestens 30 Minuten vor dem Backen kalt stellen. So bleibt das Muster auch nach dem Backen sichtbar. Das Rezept und die Backanleitungen findest du in der Videobeschreibung. Für das Dekor habe ich mich für eine super einfache 2-Zutaten-Glasur entschieden. Dafür brauchst du etwas Orangensaft und 100 Gramm Puderzucker. Erst etwa einen Esslöffel Saft zum Puderzucker geben und kurz mischen. Danach nach und nach ganz wenig, also weniger als einen Teelöffel auf einmal, dazugeben und dabei auf die Konsistenz achten. Für ein feines Spritzdeko soll die Glasur richtig dickflüssig sein. Sie soll fließen, wenn du sie mit einem Löffel hochhebst, aber ganz langsam. Dann die Glasur in einen Spritzbeutel mit Tülle füllen. Es geht auch ohne Tülle, dann einfach ein ganz kleines Stück vom Ende abschneiden. Mit dieser Glasur kannst du das feine Spritzdeko machen. Wenn du so ein Deko das erste Mal versuchst, kannst du erst auf Backpapier üben. Die Glasur kann man danach abkratzen und nochmal verwenden. Und auch wenn du ein Plätzchen mit Glasur dekoriert hast, aber nicht ganz damit zufrieden bist, kannst du die Glasur mit einem Spatel oder Messer abkratzen und nochmal machen. Aber ich sage so, man ist selbst immer viel kritischer und die Hauptsache ist, dass es beim Dekorieren Spaß macht und dass die Lebkuchen lecker schmecken. Mein Rat ist, langsam und ruhig arbeiten, immer schauen, dass im Beutel Druck ist. Dann kann man die Glasur schön gleichmäßig aus dem Spritzbeutel fließen lassen und das Dekor wird schön sauber. Die gemusterten Lebkuchen wollte ich mit der Glasur bepinseln. Dafür habe ich etwas mehr Saft zur Glasur gegeben, bis sie richtig flüssig geworden ist. Dann einfach mit einem Pinsel eine dünne Schicht Glasur auf die Kekse verteilen. Die Glasur ist erst glänzend, aber beim Trocknen ergibt sie einen schönen nebelartigen Effekt. Ich finde, so sehen die Lebkuchen richtig schön edel aus und man hat etwas mehr Orangengeschmack. Ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken und Dekorieren. Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit bei mir melden und ich helfe gerne weiter. Und da habt ihr sie, super aromatische Honiglebkuchen, die so vielseitig sind, wie ihr sie braucht. Ob knusprig, weich,
gemustert oder einfach pur. Dieser Teig kann alles. Für alle, die richtig knusprige Kekse lieben, werde ich noch mein finnisches Lebkuchenrezept hier verlinken. Diese Lebkuchen sind schon seit langer ein Favorit von vielen und gehören beim vielen von euch zum festen Weihnachtsbacken dazu. Jetzt sind diese Honig-Lebkuchen dran und ich verspreche es euch, ihr werdet es definitiv nicht bereuen, wenn ihr sie mal testet. Und am Sonntag gibt es noch ein leckeres Rezept für knusprige Kekse. Es gibt dünne, knusprige Mandelkekse. Also sei dabei und verpasse das Rezept nicht. Wenn dir das Rezept für meine leckeren aromatischen Honiglebkuchen gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.